Hallo und herzlich willkommen. Das nun folgende Video ist Teil unserer Videoreihe Erste Schritte mit JTL. In dieser Videoreihe bauen wir schrittweise und beispielhaft mit Ihnen zusammen einen Onlinehandel auf, den Sportbedarf Sommer. Stellen Sie sich also vor, Sie würden einen Onlineshop für Sportbekleidung und Sportzubehör führen. In diesem Video werden wir unser eBay-Konto mit JTL Wavi verbinden. Das Ganze machen wir mit JTL Easy Auction. Aber was ist JTL Easy Auction eigentlich und wie funktioniert es? Diese Frage werden wir als erstes klären. Als nächstes klären wir die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einsatz von JTL Easy Auction. Anschließend melden wir uns an JTL Easy Auction an. Als nächstes verbinden wir JTL Wavi mit JTL Easy Auction. Zu guter Letzt werden wir einen Artikel als Angebot auf eBay einstellen. Was ist JTL Easy Auction? Über die vollständig integrierte Schnittstelle JTL Easy Auction verbinden Sie JTL Wavi mit den Marktplätzen eBay und Amazon. Mit JTL Easy Auction können Sie alle Aufgaben, die Sie für gewöhnlich in Ihrem Amazon Seller Central oder Mein eBay erledigen würden, zentral und automatisiert von Ihrer Warenwirtschaft aus steuern. Bei einem Datenabgleich reicht JTL Easy Auction dann alle Änderungen, zum Beispiel Preis- oder Bestandsanpassungen, an die Server der Marktplätze weiter. Eine Aktualisierung Ihrer Angebote erfolgt automatisch. Welche Voraussetzungen hat JTL Easy Auction? Die erste Voraussetzung ist, dass über das eBay-Konto, das wir mit JTL Easy Auction verbinden möchten, schon mindestens ein Verkauf komplett abgewickelt wurde. Mit dem Konto muss ein Angebot erfolgreich verkauft und vollständig abgeschlossen sein, also Verkauf und Versand müssen abgewickelt worden sein. Es lässt sich also nicht ein ganz neues eBay-Konto mit Easy Auction verknüpfen. Die zweite Voraussetzung ist, dass wir JTL Wavi installiert haben. JTL Easy Auction kann sich nur mit unserer eigenen Warenwirtschaft verbinden. Eine genaue Anleitung, wie Sie JTL Wavi installieren, finden Sie in anderen Videos und in unserer Online-Dokumentation. Schritte zur Anmeldung. Eine weitere Voraussetzung für die Nutzung von JTL Easy Auction ist ein Kundencenter-Konto. Ein Kundencenter-Konto legen wir auf unserer Homepage an. Wir wechseln zu Produkte, eBay, Amazon Zugang. Hier werden uns nochmal alle relevanten Informationen wie Preis und Leistungsumfang aufgelistet. JTL Easy Auction können Sie 14 Tage unverbindlich kostenlos testen. Einfach den entsprechenden Button klicken. Falls Sie schon ein JTL Kundencenter-Konto haben, können Sie sich hier anmelden und weitermachen. Ansonsten alle Felder ausfüllen und unten auf Benutzerkonto erstellen klicken. Im Kundencenter können Produkte und Dienste von uns gebucht werden. Wir klicken auf eBay und Amazon. Wir erhalten nochmal eine genaue Tarifübersicht für JTL Easy Auction. Wir melden uns jetzt für die 14-tägige unverbindliche kostenlose Testphase an. Als nächstes vergeben wir einen Namen für unser JTL Easy Auction Konto und klicken dann auf Erstellen. Dann klicken wir auf Zurück und wechseln in die eBay-Verwaltung. In der eBay-Verwaltung verknüpfen wir unser JTL Easy Auction Konto mit unserem eBay-Konto. Dafür klicken wir auf eBay Accounts. Wir können unser Easy Auction Konto entweder mit produktiven oder mit Sandbox-Konten von eBay verknüpfen. Als Händler benutzen wir ein produktives Konto. Wir klicken auf Weiter und werden nun zu eBay geleitet, wo wir uns mit dem eBay-Konto einloggen müssen, das wir mit Easy Auction verknüpfen möchten. Sobald wir hier zustimmen, erhält JTL Easy Auction Zugriff auf Ihr eBay-Konto und Sie können alle Aktionen über JTL Wavi ausführen, die Sie bisher über Mein eBay durchgeführt haben. Nach der Zustimmung werden wir wieder zur eBay-Verwaltung von JTL Easy Auction geleitet. Im oberen Bereich wird nun unser mit Easy Auction verknüpftes eBay-Konto angezeigt. Gleichzeitig erhalten wir eine Mail mit den Zugangsdaten, die wir gleich in JTL Wavi eintragen müssen.
Falls Sie diese Daten verlieren, können Sie jederzeit hier neue Zugangsdaten generieren und zuschicken lassen. eBay-Konto anbinden. Nachdem wir uns in JTL Wavi eingeloggt haben, wechseln wir in das Menü Marktplätze, eBay-Konto Anbindung. Im Fenster Angemeldete eBay-Konten klicken wir auf Anlegen. Ganz oben tragen wir den Kontonamen ein. Dieser Name wird von JTL Wavi intern verwendet und ist frei wählbar. Darunter tragen wir die Zugangsdaten aus der erhaltenen E-Mail ein. In den unteren beiden Checkboxen entscheiden wir als erstes, ob wir die Option Good till Cancel in unserem Mein eBay-Konto aktiv haben oder nicht. Es ist wichtig, dass wir die obere Checkbox nur aktivieren, wenn wir in unserem Mein eBay-Konto auch die Nicht mehr vorrätig Option aktiv haben. Nähere Informationen dazu finden Sie auf eBay und in unserer Online-Dokumentation. In der unteren Checkbox bestimmen wir, ob wir mit JTL Wavi die Lagerbestände auf eBay steuern möchten. Als nächstes legen wir fest, auf welchen eBay-Marktplätzen wir verkaufen wollen. Übrigens, alle Einstellungen lassen sich natürlich nachträglich nochmal anpassen. Bevor wir das Konto speichern können, müssen wir die eingetragenen Verbindungsdaten zuerst testen. Nach einer positiven Rückmeldung speichern wir das Konto mit einem Klick auf OK. Damit haben wir JTL Wavi erfolgreich mit JTL Easy Auction eBay verbunden. Erstabgleich. Bevor wir aber unseren ersten Artikel auf eBay einstellen, müssen wir noch einen Abgleich mit Easy Auction machen. Dafür wechseln wir in den Bereich Marktplätze. Ganz unten links drücken wir auf den Button eBay-Abgleich starten. Im eBay-Abgleichsfenster entscheiden wir, welche Daten wir übertragen wollen. Beim ersten Abgleich wählen wir die ersten 3 Punkte aus und klicken auf Starten. Sobald wir den Starten-Button gedrückt haben, verbindet sich unsere Warenwirtschaft mit Easy Auction und überträgt alle Anpassungen an eBay-Angeboten, die wir vorher bestimmt haben. Außerdem werden alle abgeschlossenen Kaufabwicklungen von eBay abgeholt und als Aufträge in JTL Wavi angelegt. Der Abgleich muss selbstverständlich nicht immer manuell angestoßen werden, sondern kann mit Hilfe des JTL Workers automatisiert werden. Nähere Informationen zum JTL Worker erhalten Sie in anderen Videos und in unserer Online-Dokumentation. Den ersten Abgleich machen wir, um bestimmte Daten von eBay abzuholen, die wir später brauchen werden. Wenn der Abgleich abgeschlossen ist, sind wir mit der Einrichtung fertig. Angebote einstellen. Zu guter Letzt stellen wir einen Fußball als Angebot auf eBay ein. Wir wechseln als erstes in die Artikelverwaltung. Diesen Fußball haben wir übrigens in einem anderen Video Erste Schritte mit JTL Wavi Artikel anlegen erzeugt. Wir möchten zuerst die Bilder, die wir bei unserem Fußball hinterlegt haben, für eBay aktivieren. Dafür öffnen wir die Artikeldetails. Wir wechseln in den Reiter Bilder und markieren die Bilder, die wir für eBay verwenden möchten, und aktivieren die entsprechende Checkbox. Das oberste Bild wird auf eBay das Hauptbild werden. Dann speichern wir unseren Artikel. Exkurs: Effizienz durch Vorlagen. eBay-Angebote werden in JTL Wavi anhand von eBay-Vorlagen verwaltet. Wir müssen also als erstes eine eBay-Vorlage für unseren Fußball erzeugen, damit wir ihn auf eBay anbieten können. Dafür markieren wir den einzustellenden Artikel und klicken ganz unten rechts auf Hinzufügen. In einer eBay-Vorlage können wir alles einstellen, wie wir es im Mein eBay beim Neueinstellen von Angeboten gewohnt sind. Wir können den Preis anpassen und zum Beispiel die Angebotsdauer bestimmen. Wir legen den Artikelstandort fest und wechseln anschließend in den Reiter Kategorie. Auf der linken Seite werden uns alle Kategorien von eBay gelistet. Wir suchen uns hier die passende Kategorie für unseren Fußball aus.
Als nächstes klicken wir auf Kategorie Attribute aktualisieren. Über diesen Button aktualisieren wir die Attribute für die ausgewählte eBay-Kategorie. Manche dieser Attribute sind Pflichtangaben, damit der Fußball als eBay-Angebot hochgeladen werden kann. Andere sind optional. Wir werden in diesem Video lediglich die Pflichtangaben befüllen. Für unseren Fußball ist die Herstellernummer eine Pflichtangabe, also tragen wir sie ein. Die zweite Pflichtangabe ist der Hersteller. Den Hersteller haben wir ja schon im Erste-Schritte-Video über das Anlegen von Artikeln eingepflegt. JTL Wavi hat also den Hersteller eigenständig eingetragen. Nähere Informationen über die eBay-Kategorieattribute und wie sie automatisch ausgefüllt werden, erhalten Sie in unserer Online-Dokumentation. Wir kontrollieren, ob wir alle Pflichtangaben für die Kategorie Bälle gemacht haben. Alle Pflichtangaben sind gefüllt und wir wechseln in den Reiter Versand Zahlung. An dieser Stelle bestimmen wir die Versand- bzw. Zahlungskonditionen unseres Angebots. Wir wählen aus der Liste aller auf eBay angebotenen Versanddienstleister den passenden heraus. Wir verschicken unseren Fußball versandkostenfrei und tragen daher einfach keinen Preis für die Versandkosten ein. Als nächstes wählen wir ganz unten die Bearbeitungszeit aus. Sie beträgt bei uns 3 Tage. Unser Fußball kann nur sofort via PayPal bezahlt werden. Daher aktivieren wir die entsprechende Checkbox und tragen unsere PayPal-E-Mail-Adresse ein. Dann bestimmen wir die Rückgabebedingungen für unseren Fußball. Im Reiter Designvorlage finden wir viele von JTL Wavi vorausgelieferte Designvorlagen für unser Angebot. Selbstverständlich können wir auch eigene Designvorlagen bauen oder die vorhandenen anpassen. Wir wählen genau eine Designvorlage aus und wechseln in den Reiter Bilder. Hier werden uns die Bilder gelistet, die wir vorher in den Artikeldetails für eBay aktiviert haben. Das erste Bild wird das Galeriebild werden. Damit haben wir alle nötigen Einstellungen für die eBay-Vorlage getroffen und wir klicken auf OK, um die Vorlage zu speichern. Wir sehen, dass die eBay-Angebotsvorlage für unseren Fußball jetzt hier unten gelistet wird. Selbstverständlich lassen sich unterschiedliche Vorlagen für einen Artikel oder automatisiert Vorlagen für viele Artikel auf einmal erzeugen. Wie man das genau macht und welche Einstellungen sonst noch in den Vorlagen getroffen werden können, erfahren Sie in unserer Online-Dokumentation und in anderen Videos. Fortsetzung: Angebote einstellen. Wir wählen die Vorlage aus und klicken auf Angebot erstellen. Es öffnet sich ein weiteres Mal die Angebotsvorlage. Wir könnten hier bei Bedarf nochmal Anpassungen vornehmen, zum Beispiel den Preis verändern. Da wir aber alle Einstellungen gerade eben erst getroffen haben, klicken wir einfach auf Erstellen. Als nächstes wechseln wir zu Marktplätze. Im Bereich eBay wählen wir einzustellende Angebote. Alle Angebote, die hier gelistet sind, werden mit dem nächsten eBay-Abgleich zu eBay übertragen. In unserem Fall also unser Fußball. Wir starten einen eBay-Abgleich und nach erfolgreicher Übertragung ist unser Angebot türkis eingefärbt. Die Einfärbung bedeutet, dass unser Angebot gerade von eBay geprüft wird und ob die von uns getroffenen Einstellungen zulässig sind. Nach ein paar Minuten machen wir einen weiteren eBay-Abgleich und wenn wir alles korrekt eingestellt haben, verschwindet das Angebot aus der Liste der einzustellenden Angebote. Wir finden es jetzt unter den laufenden Angeboten. Mit einem Doppelklick können wir das laufende Angebot öffnen und anpassen. Also nachträglich beispielsweise den Preis anpassen ist kein Problem. Wenn wir ein Angebot auswählen und dann unten auf Anschauen klicken, öffnet sich unser Webbrowser und das Angebot wird auf eBay aufgerufen. Angebote beenden. Falls wir unser Angebot frühzeitig beenden möchten, ist das schnell und einfach erledigt. Einfach das laufende Angebot markieren und unten auf Beenden klicken.
Die Sicherheitsabfrage bestätigen wir und damit ist unser Angebot auch schon wieder beendet. Dies waren die ersten Schritte in JTL Easy Auction eBay und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.